Dieses Video ist für alle, die bei der KKE-Federgabel undichte Simmeringe haben oder die Öl verliert. Bei mir ist das jetzt der Fall. Es gibt im Internet Videos, wie die Fast Ace Suron-Gabel revidiert wird, und von der DNM gibt es, glaube ich, auch welche. Von der KKE-Federgabel gibt es leider nur ein einziges Video von einem Niederländer, das werde ich auch verlinken. Allerdings wird da auch nicht alles perfekt erklärt, vor allem nicht auf der Dämpferseite. Und deswegen habe ich gedacht, da das jetzt bei mir auch ansteht, ich mache da mal ein Video dazu. In dem Video geht es nur um die Dämpferseite. Die Federseite hat den gleichen Abstreifer wie die Dämpferseite und ansonsten sind da keine Flüssigkeiten enthalten, deswegen wird die auch nicht undicht. Der Ausbau ist auch verhältnismäßig einfach, da gibt es auch ein Video auf YouTube. Deswegen zeige ich den jetzt hier nicht. Es geht jetzt nur darum, die Dämpferseite, wo das Öl drin ist, zu revidieren und genau da alle Dichtungen auszutauschen und das Öl neu zu machen. Wenn ihr eure Gabel ausgebaut habt, wird die wahrscheinlich, oder zumindest dieser Gabelholm wird dann so vor euch liegen. Und dann fangt ihr an. Bei mir ist das jetzt schon alles losgeschraubt, ihr habt die schon auseinandergebaut. Ich zeige das jetzt noch einmal. Als erstes öffnet ihr mit einem kleinen Imbus, schraubt ihr die Schraube raus, tut dann die Kappe abnehmen. Vorsicht, da ist ein kleiner Metallstift. Und dann könnt ihr mit einer 32er Nuss, hier, ich habe mir da genau hier so eine, könnt ihr oben die Kappe losschrauben. Die wird nicht so einfach gehen, weil da sind auch Dichtringe drin. Ich habe mir die dann mit so einem Gasbrenner ein bisschen erhitzt und dann ging die eigentlich relativ gut ab. Versucht es gar nicht erst mit so einem Schlüssel, das ist auch ein 32er. Das wird nicht richtig funktionieren, weil das ganze Alu an dieser kompletten Gabel so weich ist, dass euch da alles kaputt macht. Also nehmt so eine Stecknuss dafür. Wenn das dann ganz unten ist, also ganz rausgeschraubt wurde, dann drückt ihr die Gabel so nach unten. Davor müsst ihr noch die Luft aus der Kammer rauslassen, dass die ganz zusammengedrückt ist. Dann müsst ihr als nächstes diese Schraube hier lösen. Am besten nehmt ihr dazu einen Schlagschrauber, wenn ihr einen habt. Wenn nicht, wird es ein ziemlicher Krampf, so wie bei mir, weil sich das nämlich innen drin die Kartusche mitdreht. Dann, wenn ihr also keinen Schlagschrauber habt, müsst ihr hier oben mit einem Schraubenzieher reingehen oder irgendeinem ähnlichen Gegenstand. Und dann das, was ihr da unten also da gibt es ja einmal diesen goldenen Ring und dann gibt es den silbernen Ring, der hier so glänzt. Dann müsst ihr diesen Schraubenzieher, das ist eine Mutter, so da reinstecken, dass diese Mutter da sich verkantet. Das ist ein ziemlicher Krampf. Und dann die Schraube unten lösen. Wenn ihr die Schraube dann gelöst habt, könnt ihr die Dämpferkartusche rausnehmen. Die sieht dann so aus. Dann habt ihr einmal hier eine Mutter, das ist die ihr blockieren musstet. Die sieht bei mir auch schon ziemlich ramponiert aus wegen diesem Blockieren. Und hier unten habt ihr auch noch eine. Die hier ist nicht so schwer zu öffnen, die lässt sich mit dem Schlüssel einigermaßen gut öffnen. Die hier ist verklebt. Da müsst ihr auch wieder ordentlich erhitzen, am besten mit einem Gasbrenner, um die loszubekommen. Also als erstes, wenn ihr die obere dann rausgeschraubt habt, Vorsicht, hier ist ja das ganze Öl drin, also am besten senkrechtes machen, könnt ihr das Teil hier vorsichtig rausziehen, nach oben hin und erstmal zur Seite legen. Dann kippt ihr das Öl ab, das habe ich hier reingekippt bei mir, und versucht dann die untere rauszudrehen. Wenn ihr die untere Kappe abgeschraubt habt mit dem Ventil, dann könnt ihr diesen Luftkolben aus der Dämpferkartusche rausholen. Der ist hier drin. Könnt ihr einfach mit einem Stab durchdrücken. Hier unten auf dieser Ventilkappenseite ist so ein Dichtring. Das ist einer, der häufig undicht wird und Probleme macht. Oder wie bei mir ist dieser Luftkolben, ich weiß nicht aus welchen Gründen, kaputt gegangen. Ihr seht, der ist hier richtig verbogen. Der hat sich da wohl irgendwie drin mal verklemmt und hat sich dann selbst zerstört. Hier ist auch so ein Loch drin. Und dann können natürlich die Dichtringe nicht mehr abdichten. Und dann fließt das Öl am Luftkolben vorbei in die Luftkammer und dann kommt natürlich auch Öl unten raus. Weil ich keinen Bock hatte auf diesen Plastikluftkolben und beziehungsweise auch, weil es den einfach als Ersatzteil auch nicht mehr gibt. Also wenn der bei euch noch ganz ist, ist das kein Problem. Habe ich mir hier aus Aluminium
ein genaues Replika gedreht. Da habe ich auch die technische Zeichnung und die CAD-Zeichnung oder das CAD-Modell und die technische Zeichnung, falls da jemand Interesse dran hat, und kann das auch dann weitergeben. Einfach, der ist ein bisschen stabiler und sollte sich jetzt nicht mehr so leicht verbiegen lassen. Als nächstes könnt ihr dann das Gleitrohr rausziehen und beiseite legen. Das lege ich mal einfach hier rüber. Und könnt dann euren Simmering mit einem Gabelschlüssel oder einem entsprechenden Schraubenzieher raushebeln und dass wir den auch ersetzen dann. Diese Gabelabstreifer gibt es natürlich auch nicht als Ersatzteil von KKE oder Suron. Da passen die Gabeldichtringe von der RockShox Pike, der RockShox Jasig. Die haben, also die mit 35 mm Standrohr, die haben nämlich auch wie die Suron-Gabel einen 35 mm Sitz, aber die habe ich auch am Ende vom Video nochmal eingeblendet. Genau, das sind von SKF, dieses Fork Seal Kit für MTB mir geholt. Da ist hier die genaue Teilenummer. Das passt und ist sogar noch deutlich besser als das Originale. Das gibt es original bei der Suron nicht, diese Schaumringe. Die waren aber bei dem Kit für die RockShox Dichtringe waren die dabei. Und ich habe mir gedacht, Schaden tun die sicher nicht. Deswegen tue ich da gerade noch ein bisschen die Luft rausdrücken, dass sie sich schön mit dem Gabelöl vollziehen. Die tue ich dann auch montieren bei der Suron. Schaden wird es sicher nicht. Mal sehen, wie sich das dann verhält. Als Öl verwendet ihr am besten irgendein 5W Gabelöl. Es ist wirklich relativ egal, von welchem Hersteller. Ich habe mich hier für das Motul entschieden. Es gibt auch Leute, die packen 7,5W rein, aber ich hatte das 5W jetzt halt da und deswegen benutze ich das. Das ist ein Top-Öl und das könnt ihr auf jeden Fall verwenden für eure Suron-Gabel. Ich habe jetzt alle Dichtringe hier und hier getauscht und hier oben ist auch noch einer. Habe alle getauscht und werde jetzt das Ding wieder zusammenbauen. Ich habe jetzt diesen Luftkolben hier außen ein bisschen mit Öl benetzt, damit der gut reingeht. Und der kommt jetzt mit der Rundendichtung, nicht mit dieser Quad-Dichtung hier, von unten wieder rein. Ungefähr so ein Fingertief schiebe ich den rein. Dann reinige ich hier das Gewinde und das Innengewinde hier mit Bremsenreiniger. Dann wird das wieder verschraubt. So, als nächstes habe ich jetzt diesen Stab hier reingesteckt wieder mit ein bisschen Öl benetzt davor. Und jetzt werde ich hier Öl reinfüllen, den ein bisschen hoch und runter bewegen, währenddessen bis keine Luft mehr rauskommt. Und dann werde ich bis hier oben auffüllen mit Öl und dann zuschrauben. Dann läuft wahrscheinlich ein bisschen was drüber raus, das ist kein Problem. Dann weiß man, dass keine Luft drin ist. Das ist gut. Also ich werde jetzt einfach hier Öl reinkippen und den dann hoch und runter bewegen, bis keine Luft mehr nach oben rauskommt. Und dann werde ich es zuschrauben und zwar so, dass es randvoll ist. Jetzt habe ich die Dämpferkartusche wieder zusammengebaut, die mit Öl befüllt ist. Und hier und da oben gut angezogen. Ich habe da jetzt keine Drehmomente verwendet, ich habe da Schraubensicherung drauf gemacht. Also nur unten, oben ging das nicht, da läuft das Öl raus, wenn man das zudreht. Und halt, ja, also schon mehr als handfest, also so fest, wie es halt mit meinem Werkzeug ging. Ich meine, das ist Alu, es ist weiches Alu, ihr seht, wie das aussieht. Das ist nicht dafür gemacht, dass das jetzt oft auf und zu gemacht wird. Ein-, zweimal vielleicht. Ich habe jetzt den Gabelschaftdichtring eingepresst und diesen Schaumstoffring mit Öl getränkt in die Nut da reingelegt. Das passt eigentlich alles ziemlich gut. Ich werde jetzt noch ein bisschen stinknormales Mehrzweckfett dazu machen. Keine Ahnung, ob das überhaupt einen Sinn ergibt, wenn ich da jetzt eh schon Öl dran habe. Aber Schaden tut es auch nicht wahrscheinlich. So, ich habe es jetzt wieder zusammen, bis auf hier oben. Ich musste jetzt diese schwarze Kappe hier noch abmachen, weil das leider anders nicht geklappt hat, wieder beim Zusammenbau. Wenn ihr einen Schlagschrauber habt, müsst ihr das nicht machen. Ich werde jetzt diese Kappe wieder drauf machen. Hier kommt noch ein bisschen Schraubensicherung drauf. Und dann sind wir auch schon fast fertig. So, ich habe jetzt wieder alles zusammengebaut, habe Luft unten wieder reingepumpt. Und soweit ist das Ding jetzt erstmal fertig. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat die Anleitung was gebracht. Bei Fragen einfach in die Kommentare schreiben.
Ich werde wahrscheinlich antworten. Und ciao sonst. Der Staubabstreifer kommt natürlich auch jetzt noch für alle, die die Teile interessieren und die es auch machen wollen.